Die 33 Reden von Saint-Germain von Godfrey King. Anrufung. Du unendliche, allliebende Gegenwart, wir fühlen deinen Frieden. Lass deine Liebe und deine Weisheit alles durchdringen, überall. Wir wissen, es gibt nur eine mächtige Gegenwart, von der wir ein Teil sind. Und wir wissen, dass du allgegenwärtig bist und dich ergießest, jedes Bedürfnis stillst, wenn du darum gefragt wirst. Du erhebst das Bewusstsein der Menschen zu dir und verankerst es dort, bis das Licht ewigen Lebens alle Wesen mit seiner Strahlung erfüllt und sie aus unserem Antrieb vorwärts trägt zur ewigen, dauernden Anerkennung des großen Ich Bin. Ich bringe euch Grüße von der großen Schar Aufgestiegener und besonders von Nada, Chaera, Chon und Diana, der Göttin des Feuers. Rede 24. Da das Bewusstsein der Schüler erhoben ist in die Tätigkeit des Höheren oder Feuerelementes, so beginnt alles in ihrem Wesen so lebhaft tätig zu werden, dass sie es bisweilen nicht verstehen. Da sie nun anfangen, mehr vom Feuerelemente auszuarbeiten, ist es umso notwendiger, auf der Hut zu bleiben. Die Schulung, die wir zum Segen, zum Schutze und zur Erleuchtung der Schüler zu bieten bestrebt sind, will das eigene Selbst zu steter Wachsamkeit erziehen, und alle sollten die Ich-Bin-Gegenwart verstehen und bei jeder Anstrengung benutzen, um die Selbstbeherrschung zu wahren und auch bei unerwarteten Geschehnissen in heiterer Ruhe zu verharren. Verwendet häufig die Feststellung, ich bin die Gegenwart auf der Hut. Trifft etwas Unerwartetes ein, so sagt einfach, ich weise dieses ab. Und haltet euer freudiges Glück weiter fest. Lasst kein Gefühl in euch aufkommen, sondern wisset, ich bin die mächtige Gegenwart, die jedermanns Tätigkeit, die mein Leben betreffen soll, beherrscht. Ist irgendwo ein Lichtmittelpunkt von der Stärke des Unseren, werden immer störende Kräfte durch jemanden einzudringen suchen. Arbeitet ihr für ein Heim, so haltet stets fest, ich bin gegen jede plötzliche Störung gesichert. Dies richtet einen gewissen Schutzpanzer auf, der die Atmosphäre in Harmonie hält. Bewahrt immer eine freudige Haltung, was auch geschehen mag. Wer helfen möchte, sage, hier Kamerad, durch die Ich-Bin-Gegenwart geben wir die Kraft, es zu meistern. Die wunderbare Art und Strahlung eurer beiden Klassen war diese Woche größer, als ich sie bei Schülern je getroffen habe. Die große Liebe und Harmonie, die in den Herzen der Schüler schon so lange festgehalten werden, machen fast alle Dinge möglich. Das kommt selten vor. Hier sind 3 Klassen von gleicher Liebe und Harmonie. Fühlt ihr die große Woge von Frieden und Freude, die wie ein Hauch eines Frühlingsmorgens kam? Ich will euch erklären, wie weit diese wunderbare, liebreiche Achtsamkeit füreinander wirkt. Der große Meister, mit dem Jesus in Verbindung kam und der ihn befähigte, den Sieg zu erringen, war auch mein Lehrer, und seine Strahlung kam uns soeben zu. Er wünscht, dass ich euch sage,
Schreitet ihr den Pfad des Lichtes, so werdet ihr eine Störung leichtestens überwinden, wenn ihr euch von ihr abwendet und sie vergesst. Ich werde euch später den Namen dieses Meisters mitteilen. Begegnet ihr unrichtigem Tun, so sagt, dieses ist falsch. Dieses vermeidet das Zustandekommen einer Störung. Da wir in das Licht streben, erkennen wir uns als eine große Familie. Ihr Wissen, dass es nur überall die eine große Ich-Bin-Gegenwart gibt und dass ihr ihre Ich-Gewordenheit seid, kann es nur die eine große Familie als Kinder des einen Gottes geben. Versteht vor allem Folgendes: Ist ein wertvoller Mensch kritisch, so sagt mit sehr bestimmter Gewissheit: Niemand wünscht, deinem freien Willen etwas aufzudrängen. Wir haben nichts gegen ernste Fragen, doch wir dulden keine kritischen Erörterungen. Der Sendbote muss die Anerkennung der missklingenden Dinge ablehnen, indem er das Element der Liebe ausschickt, damit es den Missklang verzehre. Der Sendbote muss in sich gefestigt sein, sonst bleibt sein Werk nur halb getan. Keine Klasse, kein Werk des Sendboten kann sich halten, wenn er Diskussionen oder missklingenden Gefühlen erlaubt, sich zu entwickeln. Es ist für den Durchschnittsmenschen sehr schwer zu begreifen, dass um irgendeine Störung aufzuhalten, der rascheste Weg ist, nicht mehr über sie zu sprechen. Nur was in dem Strahlenbereich eurer eigenen Aura ist, bedarf der Aufmerksamkeit. Nur durch euer Fühlen können sich Dinge eurer Atmosphäre einprägen. Das gesprochene Wort wird in eurer inneren Atmosphäre keinen Missklang zurücklassen, falls es nicht durch ein Gefühl der Verurteilung oder des Ärgers getragen wird. Beides, ein Gefühlsausbruch, sowohl als eine Verdrängung, ist unerwünscht. Doch ist viel besser, sich einer Sache durch plötzliche Aufwallung zu entledigen und nicht mehr an sie zu denken, als still in sich ein Gefühl des Grolls oder des Verletztseins zu bewahren. Denn das ist es, was sich eurer inneren Atmosphäre einprägt. Von mir aus sehe ich, was in euren Gefühlen und damit in der inneren Atmosphäre festgehalten wird. Ihr wisst, wie sich ein Karbunkel bildet. Nun lasst mich euch sagen, dass in der Welt eures Gemütes sich der gleiche Vorgang vollzieht, wie der Karbunkel am stofflichen Leib ihn zum Ausdruck bringt. Es ist äußerst wichtig, dass ihr etwas dagegen unternehmt und nicht in euch Gefühle hegt gegen Personen, Orte, Dinge oder Verhältnisse, denn diese bauen die innere Atmosphäre auf und prägen sich ihr ein. Kommt das Verlangen, ich möchte, der und der würde dies oder das tun, so zügelt es sofort und sagt, nur Gott handelt dort. Wird ein Gefühl in eurer Atmosphäre verzeichnet, so bleibt es dort verankert, bis ihr es auflöst oder verzehrt. Immer nur das Gefühl, in Klammern Empfinden, macht die inneren Einprägungen. Es hat keinen Sinn, eine Sache aufzulösen, wenn ihr nicht die Gewohnheit, die sie immer neu verursacht und erzeugt, überwindet. Es ist durch das Wort „Ich bin hier Gebieter“ leicht zu erreichen. Lasst eure Gefühle sich nicht üppig breit machen. Oft werden Menschen zu dem einzigen Zwecke zusammengebracht, sie zu zwingen,
die zumeist unbeachteten, verkappten Tätigkeiten zu berichtigen. Das gelingt nur, wenn das Äußere beruhigt wird, damit die Wahrheit empfangen werden kann. Dies ist sehr wesentlich in der Selbsterziehung des Einzelnen. Erhöht ihr euer Bewusstsein, so wartet die Energie wie eine Lawine darauf, Ausdruck zu finden. Wird sie nicht bemeistert, so bricht sie durch und treibt euch Dinge zu tun, die euch keineswegs passen werden. Was euch auch für Kraft zur Anwendung gegeben wird, sie soll harmonisch ausgeschickt werden. Das ist das natürliche Gesetz eures Wesens. Weiß einer nicht, dass er die Kraft, die durch ihn fließt, beherrschen muss, und kommt er in Verbindung mit einem missklingenden Element, so wird der strömenden Energie dieser Missklang aufgeprägt. Dann sollte er sie sogleich zügeln oder sie mit Liebe umwerten. Trag ich in meiner Erfahrung einen Missklang, so sagte ich einfach: Halt, ich schließe meine Türe, bleib draußen. Die universale Energie, die durch euch fließt, ist natürlicherweise harmonisch. Schließt die Türe und überlegt, was nun geschieht. Leute stemmen sich gegen Personen, Orte, Verhältnisse und Dinge, weil sie sich selber nicht bemeistern lernten. Die Schüler müssen diese selbstbeherrschte Harmonie in sich selber lange genug aufrechterhalten, bis der innere Antrieb geschaffen ist, der zum dauernden Schutze wird. Wer in sich harmonisch bleibt, zieht alle guten Dinge an. Nehmt als unfehlbaren Wink: Im Augenblick, da jemand irgendeinen Missklang zeigt, soll er erkennen, dass nur er zu tadeln ist. Schriftliche Warnungen sind nicht nötig. Sobald sich ein Missklang meldet, heißt das selber in Abwehr tätig werden. Jeder Einzelne ist sein eigener Wächter und Anreger. Es gibt nur eine einzige Kraft in der Welt, die irgendetwas berichtigen kann: die Ich-Bin-Gegenwart in jedem Einzelnen. Weigern wir uns zu erkennen, dass wir die Verursacher, in Klammern Schöpfer unserer eigenen Störungen sind, wie wollen wir sie dann jemals überwinden und uns von ihnen freihalten? Es gibt keine Person, keine Orte, kein Verhältnis oder kein Ding, das uns rechtfertigen würde, wenn wir uns jemals stören ließen, da jeden Augenblick die Ich-Bin-Gegenwart, die allmächtig ist, in unseren Herzen schlägt. Wer in sich die missklingenden Gefühle berichtigt, lässt die große Ich-Bin-Gegenwart seine Welt mit aller Vollkommenheit durchfluten. Stellt sich jemand aber nicht berichtigend um, wie sollte er dann jeden ewigen Sieg erringen können? Die Ich-Bin-Gegenwart ist die Allkraft des Weltalls, die diese Berichtigung vollzieht. Lasst sie euch durchfluten, bis sie alles reingewaschen hat. Bleibt eure Aufmerksamkeit fest auf die Ich-Bin-Gegenwart gerichtet, die ihr selber seid. So wird euer Leib wie ein feiner Schwamm, durch den die reine Energie strömt und ihn von aller Unvollkommenheit reinigt. Setzen wir jedem Missklang in uns ein Ende, so spült der Strom der Ich-Bin-Gegenwart selbsttätig alle Unreinheiten hinweg. So habt ihr eine unbegrenzte Kraft in euren Händen, um euren richtigen Befehl durchzusetzen. Sogar die Wissenschaft weiß,
dass die Zellen des Körpers sich in weniger als einem Jahr erneuern. Könnte während eines Jahres jeder Missklang ferngehalten werden, Gemüt und Gestalt würden ewige Jugend und Vollkommenheit zum Ausdruck bringen. Entweder aus einem Gefühl falschen Stolzes oder aus anderen kindischen Gründen wollen sich die Menschen nicht der Wahrheit stellen, dass die Ursache in ihnen selber liegt. Die Gewohnheit, immer den Mitmenschen zu tadeln für das, was uns geschieht, ist die Ursache, die uns die Wahrheit verdunkelt und die unsere Selbstberichtigung verhindert. Wundervoll wird es veranschaulicht durch die schöne Form des kindlichen Körpers. Dieser zeigt Vollkommenheit, bis das Kind in das Alter kommt, da es den Missklang der Umwelt zu beachten beginnt. Dränge dieser Missklang nie ins Bewusstsein des Kindes, so würde die Vollkommenheit der Gestalt auch immer bleiben. Da kommt die Frage: Und wenn das Kind schon bei seiner Geburt kränklich und unruhig ist? Meistens ist solch ein Zustand von der vorherigen Verkörperung her mitgebracht. In seltenen Fällen hat sich ein starker Missklang zwischen den Eltern und dem Kinde aufgeprägt. Doch bei dieser Ursache lässt sich beobachten, dass das Kind mit seinem Wachstum und seiner Entwicklung immer weniger von dieser Gestörtheit zeigt. Es beweist, dass es nicht selber den Missklang geschaffen hat, sondern dass er ihm von den Eltern aufgebürdet wurde, weil die Seele nicht stark genug war, sich daraus zu erheben. Hier sollte man die erstaunlichen Umstände der Einwirkung, in Klammern Suggestionen, von denen die Einzelnen ständig umgeben sind, verstehen. Betrachten wir zum Beispiel die Umgebung und Verbindung von Menschen, die sich aneinander gewöhnt haben. In dieser freundschaftlichen Beziehung ist jeder für die Anregungen des anderen empfänglich. Sind diese mitklingend, so wird die Verbindung früher oder später mit einem Bruch enden. Dennoch sind sich 3/4 der Menschen, die sich in der äußeren Welt bewegen, nicht bewusst, wie vielen Einwirkungen sie sich öffnen, seien es solche von Beziehungen aus der Umwelt oder von Zuständen, die ihnen geschildert werden. Der Schüler mit richtiger Haltung, der seiner Ich-Bin-Gegenwart gewahr ist, wird unverzüglich darauf beharren: Ich bin unüberwindlich geschützt gegen jede unvollkommene Einwirkung. So kann man um sich eine Atmosphäre schaffen, die sofort alle Einflüsterungen, die zerstörerische Elemente enthalten und die in uns eindringen wollen, zurückweist. Ich denke, es sei nötig, eure Aufmerksamkeit auf eure alten Schreibhefte zu weisen, die erklärten: Gelingt dir etwas nicht sogleich, so versuche immer wieder. Es gibt keinen anderen Weg, den Sieg und die Herrschaft über alle Beschränkungen zu gewinnen, als unbeirrt bis zum Ziele durchzuhalten. Zweifelt ihr an eurem Gelingen, so zögert ihr euren Sieg umso weiter hinaus. Jene Schüler, die wirklich zu verstehen beginnen, dass sie in der Anerkennung und Benutzung ihrer Ich-Bin-Gegenwart die universale Energie zu ihrer Verfügung haben, wissen, dass bei ihrer Anwendung ein Misslingen unmöglich ist. Denn je mehr sie diese benutzen, desto größer wird die Kraft. Jedes Mal, wenn ihr eine Christus-Offenbarung verspürt, sagt: Ich danke dir und nehme das Licht deiner Gegenwart,
die volle Ich Bin-Gegenwart, die Ich Bin-Tätigkeit auf. Haltet dieses Wissen jederzeit fest, und dann schließt die Türe vor jeglicher unerwünschter Schöpfung, die von den Hingeschiedenen zurückgelassen wurde. Vergesst nie, dass ihr der Meister seid über alles, was in eure Gedankenwelt kommen will und wird. Wenn ihr nicht erkennt und anwendet, so seid ihr für alle Arten Gedanken und Gefühle empfänglich. Denkt ihr an Mitmenschen, so wisset, ich bin die Gegenwart, die zum Vollbringen einer bestimmten Tat führt. Wenden wir unsere Aufmerksamkeit einer Störung zu, so geben wir einer Sache unsere Kraft, die nicht unsere Ich Bin-Gegenwart ist. Segensspruch: Du mächtige, unendliche Ich Bin-Gegenwart, wir erfreuen uns deines unaufhörlichen Strömens, deiner umfangenden Gegenwart, die das Leben dieser geliebten Schüler beschützt und leitet. Hilf ihnen, ohne jegliche Unsicherheit in die Fülle deiner Gegenwart einzutreten, damit sie die Menschen segnen können, wo immer sie hingehen. Verstärke dein wunderbares Licht im Tun, damit jeder zu einem großen Übermittler werde und die anderen heile, segne, beglücke und erleuchte.